Willkommen in der Sentinel Bay. Heute habe ich für euch Alternate Universe Optimus Prime von Hasbro, besser bekannt als Earthrise Optimus Prime im Sleep Mode. Die Box ist definitiv schon mal eins der großen Highlights dieser Figuren. Ist ein bisschen gemacht wie diese Generation Selects Boxen von Takara, sprich einfacher brauner Karton und dann schwarz bedruckt, aber halt sehr geil gemacht hier mit der Truckfront von Optimus Prime, mit den ganzen Kampfschäden. Hier oben sehen wir sogar noch Zeichnungen der verzweifelten Gesichter von RC, Magnus und Hot Rod. Das ist schon cool gemacht. Und selbst oben geht dieses Prime-Design weiter und hintenrum. Also die Box ist wirklich rundrum designt, ne? Hier mit den Auspuffrohren und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Und öffnen tut man das Ganze dann wie die Brust von Optimus selbst, indem man sie hier in der Mitte auseinanderklappt. Da ist jetzt gerade nichts drin. Normalerweise ist da drin ein Plastik-Clamshell, dieses Ding, wo die Figur dann im Trailer quasi aufgeklappt, eingebettet ist und befestigt hier mit diesem Plastikbändchen. Also abgesehen von dem Clamshell, was ich nicht so toll finde, die Box ist definitiv ein richtig schönes Ding und ja, so eine kleine Spezialedition auf jeden Fall angemessen. Die Anleitung ist die gleiche wie beim Earthrise Optimus Prime auch, nur dass man hier auf Rot als Akzentfarbe gesetzt hat und nicht auf Türkis. Und insgesamt halt hier so mit diesen Kratzern und Schmachen und so ein bisschen diesen Schlachtfeld-Look versucht hat einzubauen. Das ist gelungen, denke ich. Papier ist auch schön dick und hochwertig. Ich glaube, dicker als bei Earthrise, aber ist schon ein paar Wochen her. Deswegen kann ich das nicht mehr genau sagen. Die Beschreibungen und so weiter sind aber 1:1 die gleichen. Als erstes Zubehör bekommt ihr hier die Matrix. Ist die gleiche wie bei Earthrise auch. Silber bemalt, Kupfer bemalt und dann mit diesem wunderschönen blauen Steinchen in der Mitte und insgesamt sehr, sehr liebevolle Details für so ein kleines Ding. Dann bekommen wir den Ion Blaster. Auch das ist genau der gleiche Mode, nur dass man ihn hier komplett silber bemalt hat. Ihr könnt ihn einmal in Optimus Hand stecken. Dafür steckt ihr ihn einfach hier oben in die Hand. Die Finger könnt ihr öffnen, müsst ihr aber nicht. Oder ihn hier in der Mitte zusammenklappen und dann mit diesem Pin an der Rückseite des Trucks verstauen. Und wo wir schon vom Truck-Mode reden, gucken wir uns den auch gleich mal an. Nein, ich habe keinen Schwarz-Weiß-Filter an. Der sieht tatsächlich genauso aus. Das ist schon ziemlich cool gemacht. So auf Fotos und so weiter denkt man dann wirklich manchmal so, ist fürs Auge etwas irritierend. Es ist genau der gleiche Mold wie Earthrise Optimus Prime. Alles. Der Truck ist gleich, der Trailer ist gleich. Die einzigen Mode-Unterschiede, die es gibt, die sieht man nur im Bot-Mode. Und das gucken wir uns gleich an. Der Truck ist sehr, sehr cool, wie ich finde. Mochte den bei Earthrise schon, mag den natürlich immer noch. Sehr G1 reminiszent und ja, vielleicht ein bisschen schmal und lang. Also hier unten die Stoßstange sieht mir ein bisschen zu breit irgendwie aus. Aber ansonsten finde ich den schon, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Das Einzige, was mich bei diesem Truck wirklich stört, sind einmal hier diese Löcher in den Felgen. Ich finde, das sieht blöd aus und ich kapiere auch nicht richtig, warum man das gemacht hat. Zumal man hier vorne vernünftige Felgen hat. Gummireifen hat er keine, nee, Plastikreifen. Und das Zweite sind hier diese Tanks, die mich vom Look her nicht stören, aber du stößt gleich dran und schon verrutschen sie dir. Also die hätten hier so einen kleinen Arretierungsstift gebraucht oder irgendwas, um die zu befestigen. Die sind mir zu locker. Ansonsten ist das ein cooler Truck, rollt auch gut, sieht auch rundherum recht abgeschlossen aus. Hier haben wir halt die Lücke, wo die Waffe dann reinkommt. Wenn die da drin hängt, ist auch hier dieser Hohlraum dann weg. So sieht das ein bisschen fade aus. Und von hinten haben wir jetzt leider keine Farbdetails auf den Lichtern oder ähnliches. Hätte aber jetzt auch bunte Lichter auf so einem schwarz-weiß-toten Optimus Prime. Hätte, glaube ich, auch nicht so arg viel Sinn gemacht. Also, cooler Truck. Einzige, was mich noch so ein bisschen stört, sind hier die schmalen Reifen hier vorne. Hatte ich, glaube ich, bei Earthrise auch schon mal erwähnt. Aber in Summe, cooles Ding. Viel schlimmer finde ich diesen Trailer. Dieser Trailer ist eine Katastrophe. Er sieht natürlich erstmal im ersten Moment, wenn der irgendwie nur hinten dran hängt, so am Truck, ne, also sieht das schon cool aus. Und es ist Optimus Prime. Ich finde den Trailer zwar zu kurz insgesamt für Prime, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist es sind zwei Sachen. Zum einen sieht diese ganze untere Radaufhängung sieht so total unfertig aus. Ne, wir haben hier diese ganz dünnen Reifen auf diesen dünnen Aufhängungen. Hier drin ist alles hohl. Das sieht einfach saublöd aus. Ich weiß gar nicht, man könnte vielleicht, um es ein bisschen zu kaschieren, könnte man vielleicht den Blaster da unten reinklemmen. Ja, hält nicht so richtig gut, geht aber, ich glaube eher gedacht, ist es dann hier so für die Ecke, dass man ihn da dran hängt. Geht auch so von der Seite, ne? Aber es sieht einfach billig aus, genauso wie der ganze Trailer sich einfach billig anfühlt. Wenn ihr mal in der Hand gehabt habt, es ist relativ wabbeliges Plastik, ne? Wenn man hier mal so guckt. Wow, wow, wow. Und es ist bis auf das Tempo-Paint hier an der Seite, was dadurch, dass es jetzt schwarz-weiß ist, natürlich nicht unbedingt spannender wirkt, ist hier halt auch nichts an Farbe dran. Sehr, sehr geil, die ganzen Liniendetails hier drin, das sieht wirklich super aus. Auch hier in der Klappe und so, das hat man toll gemacht. Hier drin ist diese kleine Drohne, die man hochklappen kann und dann hier die Ärmchen auf Kugelgelenken, die man bewegen kann. Das ist schon ganz nice. Das vom Spielfaktor ist der okay. Ihr habt hier unten noch diese beiden
Standfüße, dass ihr euch dann halt auch in der Trailerform ohne Zugmaschine euch dann nicht umkippt. Das ist alles cool gemacht, aber insgesamt finde ich, fühlt der Trailer sich halt super billig an und ja, ist definitiv nicht das, was diese Figur auf das Leader-Class-Niveau hebt, in dem sie ja tatsächlich unterwegs ist. Ein Feature des Trailers will ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt auch hier natürlich die Klappe hier rausnehmen und Optimus dann hier an der Stelle entsprechend als Schild verpassen. Da hier keine Farbe oder irgendwas drauf ist, finde ich das optisch jetzt weder ansprechend noch erstrebenswert, aber es funktioniert. Und wer aufgepasst hat, ihr seht hier diese Verbindungspunkte, die passen wunderbar an die Straßen eurer kleinen Micromaster-Basen wie Ironworks und Airwave und wie sie alle heißen. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Arbeitsdrohne auch hier entsprechend vom Trailer lösen und mit Optimus Prime verbinden. Ich sag mal, optisch am meisten Sinn würde eigentlich das Jetpad machen. Leider steht das hier doch sehr weit über, aber das wäre eine Option. Oder ihr dreht das Ganze rum. Nehmt hier das Teil, nehmt es am Arm nach oben, klappt die beiden Ärmchen hier vor und dann habt ihr so ein kleines Arbeits-Rucksack-Geräte-Teil, wer es mag. Die Verwandlung beginnt an der Unterseite, indem ihr die beiden Tanks hier in die Beine klappt, dann hier diese Klappe öffnet und den Kopf rausholt. Der bleibt mit diesen neu geformten Antennen dieses Sleep-Mode-Kopfes leider sehr viel hängen links und rechts, ist also nicht ganz einfach. Wenn ihr ihn draußen habt, schließt ihr die Klappe hier wieder. Dann öffnet ihr erst das untere, dann das mittlere, dann das obere Panel und bringt dann hier die Arme erst an diesem Gelenk nach draußen und dann die Schulter hier nach vorne. Wiederholt das Ganze auf der anderen Seite, unten, Mitte, oben war schon raus. Und dann erst den Unterarm und dann die Schulter nach vorne. Jetzt könnt ihr hier vorne, das wird sich wahrscheinlich schon gelöst haben, die Verbindung hier trennen und den ganzen Oberkörper nach oben schwingen. Und zwar erst auf diesem, dann auf diesem Gelenk. Klappt dann hier erst dieses Panel, dann dieses Panel und dann hier oben die beiden nach innen. Bringt dieses Teil hier auf diesem Gelenk nach unten und rum und klappt jetzt den ganzen Torso hier auf die Mitte. Und da seht ihr schon, wo das Ganze hinführt. Dreht das Ding um 180 Grad rum. Bringt die Beine hier an den normalen Hüftgelenken nach unten, bringt diese beiden Teile hier nach vorne, was euch Raum schafft, diese Stoßstange hier nach oben zu klippen und die beiden Räder hier auf den Rücken zu legen. Und dann habt ihr noch die Arme bzw. die Hände, die sind hier in diesen Klappen. Die bringt ihr nach draußen. Einmal und kommst du da raus. Nicht ganz einfach. Zweimal an den Beinen klappt ihr diese beiden Paneele hier nach unten, trennt die Beine in der Mitte, holt die Füße noch an Zehen und Ferse entsprechend nach vorne und dann seid ihr mit Sleep Mode Optimus Prime fertig. Und da haben wir ihn in seiner Roboterform und ich finde es irgendwie komisch, diese Variante von Optimus Prime hinzustellen und zu posen, weil er ist tot. Ja. Aber ja, es ist 1:1 der Earthrise Prime. Es gibt ein, zwei Unterschiede im Mold, aber hauptsächlich in der Bemalung, nicht nur in der Farbe, teilweise auch an welchen Stellen man bemalt hat. Ansonsten ist er 1:1 identisch. Schmeißen wir den Blaster mal kurz an die Seite und gucken uns vor allem den Kopf an. Ich denke, das ist die größte Veränderung. Zum einen haben wir hier oben diese beschädigten Antennen. Die sind auch tatsächlich stabil. Am Anfang habe ich gedacht, so, na, ob die nicht vielleicht irgendwie abbrechen oder so. Es ist aber alles wirklich in diesen stabilen Kunststoff entsprechend eingegossen. Und da passiert gar nichts. Der Rest vom Kopf ist gleich. Diese Kerben hier auf dem Gesicht sind leider nur bemalt, also nicht richtige Furchen in der Maske. Hätte ich vielleicht ein bisschen cooler gefunden. Andererseits auf Distanz fällt es einem nicht wirklich auf. Kann man, denke ich, durchgehen lassen. Aber ich dachte mir, wenn man sowieso schon am Helm dran ist, hätte man das ja auch noch machen können. Ansonsten schöne schwarze Kunststoff, entsprechend silber bemalt. Die Augen sind jetzt natürlich tot, das ist vernünftig. Also sprich dunkel und wir haben hier oben das Grau oder das Silber noch auf der Stirn. Das sieht ganz cool aus. Ich finde, eine Chance hat man verpasst, nämlich die Splitter auf den Scheiben. Das hätte man meines Erachtens noch machen sollen. Wirkt ein bisschen unvollständig. Ansonsten haben die hier schön dieses ganz komische Farbton, wie so ein blasses Bronze irgendwie dahinter gelegt. Sieht ganz cool aus. Und wir können die Brust öffnen. Und dahinter finden wir diese wunderschöne Matrixkammer. Dass die immer noch so golden leuchtet, finde ich nicht gut. Irgendwie ist es zu farbig. Ich finde, das hätte man ruhig mit in Schwarz-Weiß machen können. Aber die Matrix passt da immerhin wunderbar rein. Und dann schließt ihr das Ganze wieder. Ansonsten haben wir hier den grauen Kunststoff. Der ist entsprechend einmal hier silber bemalt. Und was halt neu ist, dass hier vorne das entsprechend auch bemalt ist. Wenigstens war man so konsequent, es auf beiden Seiten zu machen. Hier hat man es gemacht für diesen Kampfschaden. Den finde ich extrem faul, muss ich sagen, weil das ist wirklich nur so ein schwarzer Klecks. Auch hier hätte ich es schöner gefunden, wenn man vielleicht hier einfach dieses Frontteil nochmal vom Mold her variiert hätte, dass der wirklich eine richtige Kerbe drin hat und die dann bemalt, vielleicht auch ein bisschen noch mit, keine Ahnung, ein bisschen liebevoller als nur so einen schwarzen Klecks. Das ist ein bisschen schade. Jedenfalls hat man hier auf der Seite das entsprechend auch bemalt, dass es zumindest einheitlich aussieht. Und das Silber ist oben drüber, gerät hier so ein bisschen aus den Fugen. Nicht ganz optimal. Autobot-Symbol, auch schwarz-weiß, sieht cool aus, ist aufgedruckt. Hier hat man die schwarz bemalt hier auf der Hüfte,
Die Absätze hier, das sieht cool aus. Und ansonsten, ja, ist alles andere halt schwarz-weiß. Kennen wir schon aus dem Truck-Modus. Das sind die großen Änderungen. Hauptsächlich der Kopf plus diese kleine Farbecke hier. Da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Was ich irritierend finde, ist, dass bei dieser Version des Optimus Prime, das hatte ich bei Earthrise nicht, diese Verbindung hier, die hält nicht so gut, sodass man wirklich manchmal, wenn man hier mit den Armen rumspielt, sich das hier löst. Ich weiß nicht, ob da was anders ist oder ob das schon erste Zeichen sind, dass der Mold schon nachlässt oder was, keine Ahnung. Jedenfalls das definitiv nicht so stabil wie bei Earthrise. Alles andere funktioniert sehr gut. An der Beweglichkeit hat sich nichts geändert. Wir gehen sie trotzdem kurz durch für diejenigen, die das Earthrise Review nicht gesehen und nicht mehr auf dem Schirm haben. Also Kopf auf einem Kugelgelenk. Nach oben, nach unten, Neigung rundherum, alles wunderbar, keine Einschränkung. Die Schulter auf einem Scharnier nach außen und einem Butterfly nach hinten aufgrund der Transformation. 360 Grad rundherum. Dann haben wir den Arm, der entsprechend 360 Grad rotiert am Oberarm und wir haben den Ellenbogen 90 Grad, einfaches Gelenk. Die Hand rotiert entsprechend 360 Grad und die Finger lassen sich öffnen und schließen auf einem gemeinsamen Basispin. Der Triggerfinger ist so ein bisschen angedeutet, aber wirklich nur so ein bisschen. Dann haben wir die andere Seite funktioniert genauso. Die Hüftrotation per se vorhanden, ja, so nicht ganz 45 Grad nach links und rechts, dann bleibt das Ganze hier hängen. Man kann diese Rückseite, dieses Schild hier kann man so ein bisschen aushängen. Dann habt ihr die volle Reichweite. Sieht halt dann nicht mehr so toll aus. Man könnte das, ja, für ein Foto oder so kann man es vielleicht benutzen, aber so richtig zählen kann man es eigentlich nicht. Aber es ist zumindest ein bisschen Beweglichkeit ist ja da. Beuge oder ähnliches gibt es keine. Theoretisch könntet ihr ihn halt hier irgendwie so nach hinten fliegen lassen. So reißt aber eine Lücke. Kann man auch nicht zählen. Bein nach vorne, wunderbar, gut toleriert. Bein nach hinten bleibt ebenfalls hier an diesem Hüftding hängen. Da bringt euch auch das Wegklappen nichts, weil es geht ja nur nach unten. Da wird es also nicht besser durch. Rotieren tut es am Oberschenkel, kein Problem. Und nach außen ebenfalls volle Reichweite. Alles wunderbar. Das Knie, volle Reichweite, obwohl nur einfaches Gelenk. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch den Fuß. Ihr habt einmal das Ausstellen zur Seite maximal. Hier ist sogar so ein kleiner Arretierungspunkt drin und auch hier. Klick, das ist ganz cool. Und dann habt ihr transformationsbedingt noch Ferse und Zehe, die ihr entsprechend justieren könnt. Also Qualität der Gelenke ist gut. Das ist das Einzige, was hier so ein bisschen stört. Beweglichkeit in Summe auch eigentlich sehr, sehr gut. Die Hüftrotation so ein bisschen hängt, nervt. Und das Bein nach hinten ein bisschen mehr wäre auch noch ganz schön gewesen. Alles andere reicht mir vollkommen aus. In Sachen Größe und Gewicht kommt Sleep Mode Optimus Prime auf 17 cm von Kopf bis Fuß und 126 Gramm. Um die Größe richtig einzuschätzen, haben wir hier mal zwei Voyager-Class-Figuren. Einmal Voyager-Class Springer, der ist ein kleines bisschen kleiner, und den Voyager-Class Roadbuster Thrilling 30, altgediente, coole Figur, der ihn ja, ein kleines bisschen vielleicht sogar überragt. Also eine wirkliche Leader-Class-Figur ist das von der Größe her nicht. Das Einzige, was ihn zum Leader aufbläht, ist das Zubehör. Und dazu habe ich euch meine Meinung ja nur schon gesagt. Fazit, ob man diese Figur braucht oder nicht, hängt letztlich davon ab, ob ihr unbedingt diese Variante von Optimus Prime wirklich in eurer Sammlung wollt. Egal, ob es jetzt für Displayzwecke ist oder einfach nur der Vollständigkeit halber. Denn man darf eins nicht vergessen, der Earthrise Prime war mit 65 bis 70 Euro irgendwas in der Größenordnung schon nicht ganz billig. Wenn man bedenkt, dass er eigentlich eine Voyager-Figur ist, der als einziges Zubehör einen relativ billig gemachten Trailer hat. Und dieses Set hier kostet einfach nochmal deutlich mehr. Gerade wenn man ihn jetzt irgendwo hier bei einem europäischen Händler holt. Bei Import kommt man vielleicht mit einem Preis irgendwie so 10 Euro drüber, kommt man weg. Dann mag sich das irgendwie lohnen. Der bringt nicht mehr mit als der Earthrise Prime. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn überhaupt, dann zählt hier nur das Farbschema und der neue Mold des Kopfes, der zugegebenermaßen ganz cool ist. Alles andere ist genau das gleiche, einfach nur anders angepinselt. Und dazu kommt halt noch, dass ich es teilweise etwas lieblos gemacht finde, wie seitlich an der Taille. Und dass ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Zusammenstecken des Torsos, meines Erachtens nicht so gut funktionieren wie beim Earthrise Original. Soweit mein Video-Review zum Alternate Universe alias Sleep Mode Optimus Prime. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.